Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Wenn wir im Heute-Journal mit dem Wetter beginnen, dann muss es schon eine besondere Lage geben und die gibt es. Eine ausgewachsene Unwetterlage sogar und die hat heute zu vielen Unfällen, Flugausfällen, Zugverspätungen, herabstürzenden Ästen, beschädigten Fahrzeugen und etlichen Verletzten geführt. Dass es in vielen Teilen Deutschlands so viele Stunden am Stück Regen mit Glatteisbildung gab, das ist ungewöhnlich. Zuletzt zu beobachten 1987. Wo tief Gertrud Spuren hinterlassen hat, Stefan Schlösser. Und dann kommt am Nachmittag auch noch der große Schnee. Kein Durchkommen mehr auf A5 und A7 am Hattenbacher Dreieck in Hessen. Auch nicht für den Streudienst. Richtung Süden staut sich der Verkehr auf über 20 Kilometern Länge. Eine Katastrophe. Den Räumdienst habe ich seit einer halben Stunde hier nicht mehr gesehen. Die haben keine Chance, den Berg hochzukommen. Und mit einem Container noch schwieriger, weil der Flüssigkeit drin ist. Schneeketten sind seine letzte Chance. Im Süden Deutschlands kein Schnee, dafür Regen bereits am frühen Morgen. Auf dem gefrorenen Boden bildet sich schlagartig eine dicke Eisschicht. Jeder Schritt eine Herausforderung, eine Rutschpartie, die nicht immer gut ausgeht. Die Winterdienste sind in weiten Teilen Deutschlands seit der Nacht im Dauereinsatz, doch sie können nicht überall gleichzeitig sein. Vielerorts blieben Schulen, Kitas und andere öffentliche Einrichtungen vorsichtshalber geschlossen. Wer unterwegs war, musste mehr Zeit einplanen. Wir sind heute extra früher aufgestanden. Ich hatte heute in der Früh schon das Problem, dass mein Auto eingefroren ist. Ich musste mit warmem Wasser das Auto frei machen. Es ist sehr glatt auf die Nebenstraßen. Trotz zahlreicher Warnungen im Vorfeld ist es zu vielen Unfällen gekommen. Auf der A8 Richtung Stuttgart kam ein Pkw ins Schleudern und kollidierte mit einem Sattelzug. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer hielt sofort an, um zu helfen und brachte sich damit selbst in Gefahr. Der Lkw-Fahrer ist ausgestiegen, wahrscheinlich um erste Hilfe zu leisten. Und ist dabei dann von einem weiteren Pkw erfasst worden, angefahren worden und dabei schwer verletzt worden. In der Eifel kam der Fahrer dieses Kleintransporters in einer Kurve von der rutschigen Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 34-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Einschränkungen auch bei der Bahn. Wie hier in München fielen zahlreiche Verbindungen aus. Größer noch die Folgen für den Luftverkehr. Allein in Frankfurt wurde schon im Vorfeld mehr als die Hälfte aller Flüge gestrichen. Manchen Menschen kann es anscheinend nicht zu kalt und zu ungemütlich sein. Selbst bei diesem Wetter reitet ein Surfer die Welle auf dem Münchner Eisbach. Der dicke Anzug hält schön warm. Wie ihr seht, ich dampfe. Kein weit und breit, keine Kälte empfinden gerade. Er weiß offenbar, was er tut. Die Gefahr extremer Eisglätte geht in der Nacht zurück. Doch die Lage bleibt angespannt. Muss man aber auch mal sagen, es ist ja immerhin auch noch Winter. Katja Hornefer aus der Wetterredaktion ist zu uns gekommen. Katja, wir haben es gerade gehört, die Lage bleibt angespannt, auch bis morgen? Ja, wobei dieser Glatteisregen sich jetzt langsam etwas zurückzieht. Ganz aktuell gibt es aber noch gefrierenden Regen. Und zwar in einem breiten Streifen, der reicht von Rheinland-Pfalz bis rüber Richtung Thüringen und Sachsen. Und auch im östlichen Bayern gibt es aktuell gefrierenden Regen. Und nördlich davon gibt es einen großen Bereich, wo es jetzt ganz heftig schneit. Also es ist vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis hinüber Richtung Brandenburg. Und wir haben auch morgen noch mit diesen Schneefällen zu tun, die dann aber langsam aus Deutschland wegziehen, nämlich südwärts. Das Ganze ist ja von Süden gekommen und jetzt zieht es nach Süden wieder zurück. Ganz kurz noch, war es denn so schlimm wie gestern angekündigt? Ich würde sagen, wir haben uns perfekt darauf vorbereitet. Viele Menschen sind zu Hause geblieben, die Räumdienste waren im Einsatz und haben rechtzeitig alles gestreut, sodass wir relativ glimpflich davongekommen sind. Katja, vielen Dank und dann hoffe ich, nicht falsch verstehen, dass wir uns morgen nicht noch mal sehen, sondern dass sich's wirklich entspannt. Danke dir. Zu einem völlig anderen Thema. Führt der eigene, eventuell auch nur der gefühlte eigene Abstieg zum Aufstieg der AfD? Seit dem Treffen von Politikern aus der AfD und der CDU mit Rechtsextremisten und Rassisten fragt sich die Republik erneut, wie radikal ist die AfD? Wie konnte sie so stark werden? Warum wird sie trotz ihrer in Teilen rechtsextremen Protagonisten und Positionen gewählt? Und wie kann man sie stoppen?
Das Erschrecken über die unmenschlichen Deportationspläne ist jedenfalls sichtbar. Und so gehen jetzt auch viele auf die Straße und zeigen Gesicht. Andere gehen in den Bundestag und erheben ihre Stimme. Ein Stimmungsbild zwischen Protest und Parlamentariern von Klaus Brodbeck. Am Abend demonstrieren sie wieder hier in Berlin gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD. Das ist eine faschistische Partei, die mit demagogischen Mitteln versucht, so viel Wähler wie möglich zu machen, um dann ein faschistisches Regime in Deutschland zu errichten. Dagegen müssen wir vorgehen. Es muss sein, also es geht nicht, dass man sowas einfach so im Stillen passieren lässt und dann irgendwann hups, also... Eine Mehrheit in Deutschland hat gelernt aus der deutschen Geschichte und wirklich ein zweites 33 wird diese Gesellschaft verhindern. Am Morgen im Bundestag Beratung im Innenausschuss über das Potsdamer Treffen von Rechten und Rechtsextremen im vergangenen November. Darunter auch ein, noch vor wenigen Tagen, enger Mitarbeiter von AfD-Chefin Alice Weidel. Insgesamt zeigt sich, dass dies eines von mehreren Schlaglichtern darauf ist, dass sich die rechtsextreme Szene in Deutschland untereinander vernetzt und dass die AfD dort regelmäßig dabei ist und letztlich dann auch der politische Arm der Rechtsextremen in Deutschland ist. Die AfD verursacht diese Lage und sie will ein anderes Land. Es ist die Verfassungsfeindlichkeit, es ist die Verfassungswidrigkeit, es ist die Zersetzung und es ist auch die Kooperation mit fremden Mächten, um dieses Land zu Fall zu bringen. Redner in der rechten Runde, Martin Sellner, Aktivist der Identitären Bewegung, stellte Deportationspläne vor, genannt Remigration. Dass ihre Vertreter dem zugestimmt hätten, so die AfD, hätte der Verfassungsschutz heute nicht nachgewiesen. Der entscheidende Punkt ist für die kruden Begriffsübersteuerung des IB-Aktivisten konnte an keiner Stelle oder wollte an keiner Stelle belegbar behauptet werden, dass AfD-Vertreter diese mittrügen. Es wurde gezielt zu diesem Treffen eingeladen, um mit Herrn Sellner über sein Buch zu sprechen. Und da stehen keine Dinge drin, die ganz verharmlost über die Rückführung von illegal sich hier aufhaltenden Menschen spricht, sondern über ganz unterschiedliche Personengruppen, die unter anderem auch Menschen wie mich betreffen, also Menschen, die Deutsche sind, eine deutsche Staatsangehörigkeit haben und die hier zwangsdeportiert werden sollen. Solche Proteste könnten anhalten und die Debatte um ein mögliches Parteiverbot der AfD beschleunigen. Wie überrascht bist du? Eine häufig gestellte Frage in den letzten Tagen an Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber die hier die 90er Jahre erlebt haben, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Sprüche wie „Das Boot ist voll" oder „Kinder statt Inder", die Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011 beobachtet haben, Halle, Hanau, die Ermordung Walter Lübkes oder das Erstarken der AfD, einer demokratisch gewählten Partei, die ihre in Teilen rechtsextremen Tendenzen aber immer weniger verbirgt. Wie überrascht soll man da über die diskutierten Vertreibungsfantasien sein? Die Empörungswelle, die die Deportationspläne ausgelöst haben, die geht nun aber quer durchs Land, macht nicht mehr nur Halt bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Doch was tun? Soll man eine Partei, die demnächst durch Wahlen exekutive Macht erhalten könnte, wirklich mit einem Parteiverbotsverfahren überziehen? Sarah Tacker. Ich rede nicht mehr von Integration, ich rede nur noch von Remigration. Die AfD ist offen gegen Zuwanderung. Aber ist sie auch gegen die Verfassung? Multikulturell ist multikriminell. Bevölkerungsaustausch pur. Peter Müller. Noch bis Dezember war er Richter am Bundesverfassungsgericht. Der federführende Richter im NPD-Verbotsverfahren. Wann eine Partei verboten werden darf, das hat Peter Müller entscheidend geprägt. Das Parteiverbot ist Ultima Ratio. Das Bundesverfassungsgericht spricht davon, es ist ein scharfes, aber zweischneidiges Schwert des Rechtsstaates. Und deshalb muss feststehen, dass die ganze Partei sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet und nicht nur Einzelne. Die Voraussetzungen, die Peter Müller und seine Verfassungsrichterkollegen 2017 für ein Parteiverbot aufgestellt haben, sind klar. Die Partei darf nicht zu klein sein. Daran scheiterte das NPD-Verbotsverfahren. Bei der AfD kein Problem, groß genug ist sie. In Umfragen steht sie bundesweit bei mehr als 20%. Voraussetzung 2.
Die Partei muss den Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefährden. Konkret Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde. Menschenwürde heißt, jeder Mensch ist Träger einer eigenen, unveräußerlichen Würde und das ist zu respektieren. Die Vorstellung, deutsche Staatsbürger einer großen Zahl aus der Bundesrepublik Deutschland zu deportieren, ist mit der Vorstellung des Grundgesetzes, was die Menschenwürde anbetrifft, nicht zu vereinbaren. Solche Ideen sind aber bei der AfD immer wieder zu finden. Als AfD werden wir die Remigration ganz oben auf unsere politische Agenda setzen. Wer hat uns gefragt, ob wir ein historisch einzigartiges Experiment möchten, eine monoethnische Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln? Sie haben der Umvolkung Deutschlands Tür und Tor geöffnet. Aussagen, die durchaus als verfassungsfeindlich gelten könnten. Diese Umvolkungsthesen sind natürlich Thesen, die Menschen diskriminieren, die Menschen ungleich behandeln. Es sind Thesen, die in der Verfassungsordnung keinen Raum haben. Dass es Rechtsradikale und Faschisten in der AfD gibt, ist belegt. Aber reicht das aus, um die AfD zu verbieten? Und die Frage gebe ich gleich weiter an eine Frau, die sich mit der AfD so gut auskennt wie kaum eine zweite. Die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz geht maßgeblich auf sie zurück. Damals war sie Leiterin der Abteilung Rechtsextremismus. Aktuell sitzt die parteilose Juristin auf Vorschlag der CDU im Berliner Senat als Justizsenatorin. Und damit einen schönen guten Abend nach Berlin, Felor Badenberg. Guten Abend, Frau Hayali. Gibt es denn für Sie gute und ausreichende Gründe für ein Parteiverbotsverfahren? Aus meiner Sicht ist aktuell ein Parteiverbot aus rechtlichen, aber auch aus politischen Gründen nicht angezeigt. Die rechtlichen Hürden für ein Parteiverbot sind sehr hoch. Das hat das NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gezeigt. Insofern halte ich die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht an ein Parteienverbot stellt, derzeit für nicht gegeben. Was müsste denn passieren, damit es gegeben wäre? Wir brauchen eine gesicherte Verfassungsfeindlichkeit. Das heißt, wir brauchen umfangreiche Erkenntnisse, die die Verfassungsschutzbehörden vorzulegen haben, um die gesicherte Verfassungsfeindlichkeit auch belegen zu können. Und soweit ist es um die AfD noch nicht bestellt. Sie haben die NPD gerade angesprochen. Viele sind vorsichtig wegen des gescheiterten NPD-Verbotsverfahrens von 2017. Damals hieß es, die NPD sei zu klein und damit zu ungefährlich. Die AfD ist ja unbestritten größer, könnte sich aber weiter als Opfer stilisieren. Das ist für Sie ein oder kein juristischer Grund? Das ist für mich kein juristischer Grund. Das ist natürlich eine Rechtsfrage, mit der man sich beschäftigen muss. Ist die AfD möglicherweise zu groß, um ein Parteiverbotsverfahren zu initiieren? Aber aus meiner Sicht spielt ein ganz anderer Grund eine wesentliche Rolle bei dieser Frage. Nämlich, wir haben dieses Jahr 3 Landtagswahlen, einmal in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Und ich halte jetzt vor dem Hintergrund dieser 3 Landtagswahlen in diesem Jahr ein AfD-Verbotsverfahren für nicht geboten. Weil es dann politisch möglicherweise doch der AfD wieder in die Hände spielt. Aber wenn der Verfassungsschutz in 3 Bundesländern die AfD als gesichert rechtsextremistisch einstuft, hat der Staat dann nicht doch zumindest die Pflicht, ein Verbot der AfD zu prüfen? Das ist richtig, Frau Hayali. Der Verfassungsschutz, der sammelt ja fortlaufend Informationen und Erkenntnisse über die Partei und wertet diese aus. Insofern ist das ein fortlaufender Prozess, der ja auch in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass von einer Prüffallstufung bis hin zu einer gesichert extremistischen Bestrebung die Bewertung durch die jeweils zuständigen Verfassungsschutzbehörden vorgenommen worden sind. Jetzt ist es aber auch so, man kriegt ja Frust und Ideologie nicht wegverboten. Frage an Sie jetzt als Senatorin. Wie mit Demokratiefeinden umgehen, die ja mit den Mitteln der Demokratie genau diese möglicherweise abschaffen wollen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Menschen zeigen, dass die Demokratie und dass die Institutionen in diesem Lande funktionieren. Wir müssen den Menschen zeigen, dass jede Stimme für die AfD eine Stimme gegen die Demokratie in unserem Sinne ist. Wir müssen bessere Politik machen. Wir müssen insbesondere die Politik aber auch besser erklären, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, die inzwischen uns, und damit meine ich den demokratischen Parteien, den Rücken zugekehrt haben. Wenn Parteien die Rhetorik von rechtspopulistischen Parteien übernehmen, wenn Sätze wie wegen abgelehnten Asylbewerbern, die sich die Zähne hier machen lassen, kriegen deutsche Bürger keinen Zahnarzttermin und weitere, wenn sowas geäußert wird, wie hilfreich ist das eigentlich, um Wähler zurückzuholen? Ich glaube, es ist wichtig, noch mal zu betonen, dass die größte Gefahr für unsere Demokratie derzeit von der AfD ausgeht. Und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Wahrheiten. Insofern, glaube ich, ist es wirklich wichtig, und das würde ich mir wünschen, dass alle demokratischen Parteien sich zusammenschließen, dass alle demokratischen Parteien gemeinsam überlegen, wie man die unterschiedlichen Probleme, die unterschiedlichen Herausforderungen dieses Landes gemeinsam sozusagen in die Hände nehmen kann, gemeinsame Lösungen entwickeln kann, um, wie gesagt, die Menschen, die uns inzwischen nicht mehr das Vertrauen schenken, für uns zurückzugewinnen. Sagt die Berliner Justizsenatorin Fehlor-Badenberg. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Hayali. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ende Februar übrigens wird das Oberverwaltungsgericht Münster darüber entscheiden, ob die AfD als Gesamtes ein Verdachtsfall ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte diese Einstufung vorgenommen. Der Bundesverband der AfD wehrt sich gegen das Urteil aus erster Instanz. Und hier geht es jetzt weiter mit Nachrichten. Und die beginnen, Gundula, mit dem Blick in die Ukraine. Der andauernde russische Beschuss der Ukraine hat erneut Charkiw getroffen. Mindestens 17 Zivilisten wurden verletzt, als russische Raketen in der Stadt einschlugen. Charkiw liegt rund 30 Kilometer vor der Grenze zu Russland. Das russische Militär behauptet immer wieder, militärische Ziele anzugreifen. Getroffen und zerstört wurden aber nach ukrainischen Angaben Wohngebäude und eine medizinische Einrichtung. In einer russischen Teilrepublik in Baschkortostan ist es zu einer in Russland sehr seltenen größeren Protestaktion gekommen. Anlass war eine Haftstrafe für einen Oppositionellen wegen angeblich rassistischer Äußerungen. Gegen die Verurteilung protestierten tausende Menschen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor und nahm zahlreiche fest. Der verurteilte Ökoaktivist hatte vor gut einem Jahr den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert. Abgeordnete des Europaparlaments üben heftige Kritik an der EU-Kommission wegen der Freigabe von gut 10 Milliarden Euro an Ungarn. Sie vermuten, die Kommission habe sich erpressen lassen, um Ungarn zur Aufgabe des Vetos gegen weitere geplante Milliardenhilfen für die Ukraine zu bewegen. Kommissionspräsidentin von der Leyen verteidigte die Freigabe von EU-Geldern an Ungarn. Mit der jüngsten Justizreform habe Ministerpräsident Orban die Bedingungen aus Brüssel erfüllt. Die USA haben die Houthi-Miliz im Jemen wieder auf die Liste weltweit agierender Terroristen gesetzt und Sanktionen gegen sie verhängt. Grund sind die anhaltenden Angriffe der Houthi im Roten Meer und im Golf von Aden. Dutzende der noch über 100 israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas sollen an chronischen Krankheiten leiden und Medikamente benötigen. Diese sollen sie nun erhalten. Vermittelt von Katar und Frankreich werden im Gegenzug Hilfsgüter für Zivilisten im Gazastreifen geliefert. Bei Gefechten im südlichen Gazastreifen wurden nach israelischen Angaben mehr als 30 palästinensische Kämpfer getötet. Dabei soll auch ein von der jordanischen Armee errichtetes Feldkrankenhaus schwer beschädigt worden sein. Der bestialische Angriff der Terrorgruppe Hamas vom 7. Oktober auf Israel. Viele Experten sind sich sicher, ohne die Hilfe des Iran wäre der nicht möglich gewesen. Iran, der seit Jahrzehnten in seiner DNA festgeschrieben hat, dass Israel
kein Existenzrecht hat. Auf offener Bühne bekräftigte das heute auch noch mal der iranische Außenminister beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und während man sich über solch widerwärtigen Aussagen nur schüttelt, zündelt Iran weiter mit Angriffen auf Pakistan, Syrien und Irak. Jörg Brase über muskelspielende Mullahs. Rauch über dem Roshalat-Krankenhaus im irakischen Erbil Montagnacht. Raketen abgefeuert aus Iran. Ihr Ziel ein angebliches Versteck israelischer Geheimdienstmitarbeiter im Norden Iraks. Vergeltung für zahlreiche Angriffe Israels auf iranische Ziele, sagt heute Irans Außenminister in Davos. Was in den vergangenen Tagen in Erbil passiert ist, also innerhalb irakisch-Kurdistans, hat mit Agenten des Mossad zu tun. Diese Geheimdienstagenten des Mossad hatten vorher auf dem Gebiet Irans operiert. Amir Abdollahian nutzt seinen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum für Drohungen gegen den Erzfeind Israel. Die Islamische Republik Iran wird mit Gewalt antworten auf jede Aktion des israelischen Regimes gegen die Sicherheit unseres Volkes. Es ist das jüngste Kapitel im Schattenkrieg zwischen Iran und Israel, der seit vielen Jahren tobt. Iran greift Israel bislang nur indirekt an, indem es Milizen seiner schiitischen Glaubensbrüder in der Region unterstützt. Vor allem die libanesische Hisbollah-Miliz wird jährlich mit Hunderten Millionen Euro aus Teheran finanziert. Immer wieder feuern Hisbollah-Kämpfer Raketen auf Israel. Jemenitische Houthi-Rebellen greifen mit iranischer Hilfe erst jüngst wieder Schiffe im Roten Meer an, angeblich weil sie Waffen für Israel transportieren. Israel antwortet auf Irans Aktivitäten in Irak, Libanon, Jemen und Syrien mit Luftschlägen. Rasim Moussaoui, General der iranischen Revolutionsgarden, starb Ende Dezember in Syrien, vermutlich durch israelische Raketen. Auch die palästinensische Hamas gehört zu den Günstlingen Teherans. Den Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober feiert Irans Führung bei jeder Gelegenheit als großen Erfolg. Ihre Arbeit ist ein hervorragendes Beispiel für den heiligen Krieg im Dienste Allahs. Und wir hoffen, dass, so Gott will, dieser Kampf, dieser Widerstand, diese Aktivitäten fortgesetzt werden bis zum endgültigen Sieg. Vor wenigen Tagen erst wurde in Teheran ein neues Plakat enthüllt. Qasem Soleimani, ehemaliger Chef der Auslandsabteilung der Revolutionsgarden, der vor 4 Jahren von den USA getötet wurde, verteilt Waffen an Hamas-Kämpfer. Sie sollen tun, was Iran selbst nicht wagt: Israel direkt anzugreifen. Fragen wir auch noch mal nach bei Jörg Brase in Istanbul. Jörg, warum traut sich denn der Iran nicht? Oder anders gefragt, was will der Iran? Naja, der Iran traut sich nicht, weil ein direkter Angriff auf das Staatsgebiet Israels sicher den Casus Belli bedeuten würde. Und einen Krieg gegen die Militärmächte Israel und USA, das will Teheran sicher eher vermeiden. Was man aber erreichen will, das ist eben, wir haben es gesehen, mit Hilfe verbündeter schiitischer Milizengruppen in der Region, also mit den Houthi, vor allem mit der Hisbollah im Jemen, Israel in einen Mehrfrontenkrieg zu verwickeln, Israel militärisch zu schwächen. Und jetzt befürchten viele, dass sich Israel dadurch zu einem unüberlegten Schritt provozieren lassen könnte, dass das den Flächenbrand auslöst. Das versuchen die USA, die Vereinten Nationen, das versuchen die Europäer, aber auch die arabischen Staaten zu vermeiden. Und ich denke, dass Iran nach wie vor kein Interesse daran hat, in einen direkten, offenen Krieg mit Israel einzutreten. Das heißt, deiner Einschätzung nach würdest du auch sagen, es droht auch erstmal wirklich kein Flächenbrand? Das bleibt natürlich jetzt weiter zu hoffen, aber man muss auch sehen, dass Teheran jetzt unter Druck gestanden hat, eine Reaktion zu zeigen, eben auf die gezielte Tötung des Revolutionsgardengenerals Moussaoui in Syrien Ende Dezember, vermutlich durch Israel. Und dann gab es Anfang Januar auch einen großen Anschlag in Iran selbst. Da waren in der Stadt Kerman viele Menschen ums Leben gekommen bei einem Bombenanschlag wohl des Islamischen Staates. Teheran hatte mit Vergeltung gedroht und in dem Zusammenhang muss man, glaube ich, die Raketen von Montagabend sehen. Teheran wollte sein Gesicht nicht verlieren. Man wollte die Anschläge von Ende Dezember und Anfang Januar nicht unbeantwortet lassen.
Einschätzungen von Jörg Brase. Vielen herzlichen Dank zu den Absichten und der Rolle des Iran. Ja, einen noch ausführlicheren Einblick in die Interessen des Iran bekommen Sie gleich direkt im Anschluss an unsere Sendung im Auslandsjournal. Wie viel Technologie ist eigentlich gut und insbesondere ab wann ist der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wirklich richtig gut? Damit beginnen deine Nachrichten. Bildungsexperten empfehlen einen vorsichtigen Einsatz von künstlicher Intelligenz in Schulen. In einem Papier für die Kultusminister raten sie, nur ältere Schüler mit KI-Instrumenten wie ChatGPT lernen zu lassen. In der Grundschule müsse der Fokus auf Lese- und Schreibkompetenzen der Kinder liegen. Zugleich brauche es mehr KI-Fortbildung für Lehrkräfte. Und in der Benotung müsse die Verantwortung bei den Lehrern bleiben. Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft werden immer digitaler. Der Branchenverband Bitkom hat nun mit einer Umfrage die digitale Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland erkundet. Frank Bethmann, mit welchem Ergebnis? Wie abhängig sind deutsche Unternehmen vom Import digitaler Leistungen? Ja, sehr. Man sei stark abhängig, sagten fast 2/3 aller befragten Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern. Wie sehr, beschreibt eine andere Zahl. Digitale Technik aus dem Ausland beziehen in Deutschland inzwischen 95% der Unternehmen. Den Stopp solcher Importe würden die allermeisten heimischen Firmen nur kurze Zeit überleben, heißt es in der Studie. Besonders groß ist die Abhängigkeit bei Endgeräten wie Smartphones und Laptops, die 94% der Unternehmen importieren, gefolgt von digitalen Bauteilen wie etwa Chips, Halbleitern oder Sensoren und Cybersicherheitsanwendungen wie Firewalls. Deutschland ist digital also alles andere als souverän. Groß ist vor allem die Abhängigkeit von den USA und China. Besonders die von China bereite Sorgen. Die Zahlen insgesamt seien ein Weckruf für die Politik, so Bitkom heute. Und was fordern die Digitalbranche und die Unternehmen, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen? Naja, vor allem ein Umdenken, mehr Offenheit für Technologie, eine bessere Möglichkeit, Daten zu nutzen, insgesamt weniger Verbote, bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in digitale Technik und mehr IT-Fachkräfte. Also insgesamt müsse sich eine ganze Menge ändern, so die Branche, will Deutschland nicht weiter digital den Anschluss verlieren. Also mehr Bereitschaft zu Veränderungen. Vielen Dank, Frank Bethmann. Gerne. Und immer wieder mittwochs die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten 6, 9, 13, 30, 40, 44, Superzahl 6. Weitere Gewinnzahlen auf lotto-zdf.de und im ZDF-Text. Gesunde Ernährung im Alltag soll nach Plänen der Bundesregierung leichter werden. Sie hat eine Ernährungsstrategie unter dem Titel Gutes Essen für Deutschland beschlossen. Insbesondere bei der Außerhausverpflegung in Kitas, Schulen, Unis oder Unternehmenskantinen sollen künftig öfter regionale Lebensmittel und Bio auf dem Speiseplan stehen. Vor allem für Kinder heißt das weniger Zucker, Fett und Salz im Essen. Die vollständige Umsetzung der Maßnahmen ist allerdings erst bis 2050 geplant. So lange warte ich nicht. Essen folgt jetzt direkt nach Feierabend. Wir gehen und die Kollegen vom Heute-Journal-Update übernehmen. Christopher Wehrmann meldet sich um 0:30 Uhr. Und wir sehen uns dann hier morgen wieder in der Handballpause, so gegen 21:05 Uhr. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss, bis morgen. Guten Abend nochmal. Milde Luft, aber auch Regen, gefährlicher, gefrierender Regen und Schnee sind mit dem Tief Gertrud ja heute herangezogen. Und dieses Tief Gertrud zieht morgen weiter ostwärts. Und dann übernimmt das Tief Farima und bringt mit dieser kalten Luft Regen und Schnee aus Deutschland weg, treibt das einfach nach Südosten raus. Das schauen wir uns jetzt aber noch mal genauer an. Denn in den vergangenen Stunden hat es doch sehr kräftig geschneit, hier zwischen der Neiße und der Eifel etwa. Und es gibt immer noch einen ganz schmalen Bereich, wo aktuell
aktuell immer noch dieser gefährliche, gefrierende Regen fällt. Dieses Band mit dem gefrierenden Regen wird aber im Laufe der Nacht immer dünner werden. Allerdings haben wir es immer noch mit den Schneefällen zu tun. Und morgen früh zum Berufsverkehr sollten Sie sich also wieder auf kräftige Schneefälle einstellen. Und zwar in Rheinland-Pfalz und vor allen Dingen auch in Hessen. Im Osten ist es nicht ganz so heftig. Regen und Schnee werden uns dann aber morgen immer mehr Richtung Südosten verlassen. Und dann wird es zum Teil auch ganz freundlich. Die Nachttemperaturen aber, die sind wirklich noch mal interessant. Denn es ist sehr mild hier am Oberrhein mit 8 Grad. Sonst sinken die Werte auf 0 bis minus 5 Grad. Und morgen bleibt es mild noch mal in Süddeutschland mit Werten von 6 bis 10 Grad. Sonst liegen die Höchsttemperaturen bei minus 1 bis plus 3 Grad. Und morgen haben wir es mit einem freundlichen Streifen zu tun, von der Ostsee bis zur Mosel und diesen abziehenden Schnee- und Regenfällen. Einige Schauer gibt es auch im Nordosten Deutschlands. Und die gute Nachricht heute Abend ist, danach beruhigt sich das Wetter. Es gibt am Freitag noch einige Schneeschauer, Schneeregenschauer an der Nordseeküste, aber dann gibt es ein schönes Wochenende, Sonnenschein oder Nebel bei Temperaturen meist knapp über 0 Grad. Guten Abend.